Weihnachtseinkäufe mit der besten Freundin. Es ist Mitte Dezember in Berlin. Die Straßen sind hell erleuchtet und überall liegt ein bisschen Schnee. Die Atmosphäre ist sehr festlich. Aber Anna ist nervös. In einer Woche ist Weihnachten und sie hat noch keine Geschenke für ihre Familie. Anna ruft ihre beste Freundin Maria an. »Hallo Maria, hast du heute Zeit? Ich brauche Hilfe«, sagt Anna. »Na klar«, antwortet Maria. »Was ist los?« »Ich muss Geschenke kaufen, aber ich habe keine Ideen. Wollen wir zusammen in die Stadt gehen?« Maria lacht. »Kein Problem, Anna. Wir treffen uns um 14 Uhr am Alexanderplatz.« Pünktlich um 2 treffen sich die beiden Freundinnen. Es ist kalt, aber die Sonne scheint. Zuerst gehen sie in ein großes Einkaufszentrum. Es sind sehr viele Menschen dort. »Okay, wir brauchen einen Plan«, sagt Maria. »Für wen brauchst du Geschenke?« Anna nimmt einen kleinen Zettel aus ihrer Tasche. »Für meinen Papa, meine Mama und meinen kleinen Bruder.« Zuerst suchen sie ein Geschenk für Annas Vater. »Was mag dein Vater?«, fragt Maria. »Er kocht sehr gern am Wochenende«, antwortet Anna. Die Mädchen gehen in eine große Buchhandlung. Sie schauen sich viele Kochbücher an. Ein Buch ist über italienische Pizza, ein anderes über Salate. »Schau mal hier«, ruft Maria. Sie hält ein Buch über Grillen in der Hand. »Das sieht toll aus.« Anna nickt. »Perfekt. Papa liebt Grillen im Sommer. Das nehme ich.« Das erste Geschenk ist gekauft. Danach gehen sie in ein Modegeschäft. Anna sucht etwas für ihre Mutter. »Mag deine Mutter Schmuck?«, fragt Maria. »Ja, aber Schmuck ist oft zu teuer«, sagt Anna. Sie laufen durch das Geschäft. Plötzlich sieht Anna einen wunderschönen Schal. Er ist aus Wolle und die Farbe ist dunkelrot. Der Schal ist sehr weich. »Der passt gut zu Mamas Wintermantel«, sagt Anna glücklich. Sie geht zur Kasse und bezahlt 25 €. Jetzt fehlt nur noch ein Geschenk für ihren Bruder, Tim. Tim ist 15 Jahre alt und mag Technik. »Vielleicht ein Videospiel?«, schlägt Maria vor. Sie gehen in einen Elektronikmarkt. Es gibt so viele Spiele. Anna weiß nicht, welches Spiel gut ist. Sie fragt einen Verkäufer. Der Verkäufer zeigt ihr ein neues Fußballspiel. »Das ist sehr beliebt«, sagt er. »Gut, das kaufe ich«, entscheidet Anna. Nach 2 Stunden haben sie alle Geschenke. Die Tüten sind schwer und die Mädchen sind müde. »Komm, wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt«, sagt Maria. Draußen ist es jetzt dunkel, aber die Lichter am Weihnachtsbaum sind wunderschön. Es riecht nach Zimt und Zucker. Die Freundinnen kaufen sich einen heißen Kinderpunsch und gebrannte Mandeln. »Danke für deine Hilfe, Maria«, und trinkt ihren warmen Punsch. Jetzt kann Weihnachten kommen. Maria lächelt. »Gerne. Frohe Weihnachten, Anna«,